Ja, eigentlich war alles anders geplant. Es sollten 4 Tage Bikepacking werden, durch den Bayerischen Wald bis rüber nach Tschechien. Am Ende stehen wir stattdessen doch in Feuchtwangen und fahren die 2-Tagestouren. Was nun folgt, sind 2 Tage, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Hi. Schokobritsch. Hi. Trip-Vorbereitung. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade in Feuchtwangen angekommen. Heute geht es auf eine Tour, die sich über 2 Tage erstreckt. Zuerst in den Süden bis Nördlingen und morgen dann nochmal an die romantische Straße, den Tauberradweg mit Rothenburg. Wir sind gerade bereit hier. Eigentlich wollten wir 4 Tage unterwegs sein. Bikepacking, Bayerischer Wald und am Ende rüber nach Tschechien bis nach Pilsen. Aber das Wetter hat andere Pläne. So, jetzt führt uns die Route an einem kleinen Waldstück entlang. Hier gibt es ein paar Angler unterwegs. So. Die Straße ist nicht benutzt. Fahren hier fast keine Autos. Wir sind an Dinkelsbühl vorbeigefahren. Durch die Stadt fahren wir aber erst auf der Rückfahrt. Es ist deutlich wärmer als ich dachte. Es sollte nur 5 Grad kann sein, aber es fühlt sich an wie 15 momentan. Naja, da schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, Signal für Filmen, so ein Peace-Zeichen, okay? Peace-Zeichen halten, oder was? Einfach Peace hochhalten, das heißt, Okay. Du willst filmen, dann fahren wir einfach durch, okay? Also Das kein ist einfach, Vogel zeigen, ja? einfach, wenn du stoppen willst, dann das ist Stopp. Der Thomas mit seiner Le Col-Kappe hier. Hi, Koll. Ciao, ciao. Bis gleich. Ja, und so geht's immer weiter hier durch den Wald. Wir haben quasi die Straße für uns selbst. Diese Tour ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber oft sind es genau diese Touren, die hängen bleiben. So. Ich dachte, ihr wärt vor mir. So, wir sind ja an der europäischen Hauptwasserscheide Donau-Rhein in 576 Meter. Das war ein schöner Berg hier hoch. Das war ein schöner Berg hier hoch, gell? Ja. Also die Insta 360 auch dabei. Über Ellwangen geht es weiter durchs leicht hügelige Land. Die Beine fühlen sich noch gut an. Pack up my bags, load up my bike, feel the wind as I hit the open drive. No map, no plan, just the road ahead. Freedom on 2 wheels, where will we go next? The sun is up, the engine's purring, riding through fields where wildflowers are blooming. Each mile brings stories, each stop a new friend. This journey's a song, it's never been ending. Pack up my bags, load up my bike. Feel the wind as I hit the open drive. No map, no plan, just the road ahead. Freedom on 2 wheels, where will we go next? Wir haben jetzt hier ein kleines Flüsschen. Ich weiß nicht genau, wie dieses Flüsschen heißt. Cycling through cities under Aber die Landschaft ist hier schön. Wir fahren jetzt Richtung Südosten, Richtung Nördlingen. Entlang der Jagst geht es dann langsam aufwärts und wir erreichen den Rand des Nördlinger Ries. Ja, es dürften so 1,5 Stunden sein, etwa von hier.
30 Kilometer knapp, vielleicht ein bisschen mehr, in 30. Ja, hinter uns ist eine Wolkenfront. Wir hoffen, dass die nur sehr langsam in unsere Richtung zieht, weil da könnte der Schnee lauern. Bei Bopfingen, eine markante 668 Meter hohe Erhebung am Rande des nördlichen Ries. In Nördlingen besuchen wir Tims Verwandtschaft, die uns spontan zu Kaffee und Kuchen eingeladen haben. Das Mittagessen ist dafür ausgefallen. Hier verbringen wir eine gute Stunde. So, wir sind jetzt in Nördlingen angekommen. Eine schöne kleine Stadt, mittelalterlicher Stadtkern an der romantischen Straße. Das ist jetzt die Kirche. Ah ja, da vorne ist die Kirche. Genau der Mittelpunkt. Wo ist denn die Stadtmauer? Ja. Da sind wir irgendwie noch mal durchgefahren. So. Es war mir jetzt nicht so bewusst, dass wir da überhaupt durchfahren. 25 Grad, blauer Himmel und Sonne, das ist es. Wir gehen jetzt ein Eis essen, oder? Ja, Zu Italiener. absolut. Hier ist Cantina Diablo. Ah, Diablo, das ist eher scharf für die Kälte. Nein, teuflisch gutes Eis. Teuflisch scharf. Teuflisch gut. Okay. So, kommt doch mal. Und schon verlassen wir Nördlingen wieder. Es geht jetzt Richtung Dinkelsbühl. Wie hier gemütlich aus Dinkelsbühl zu rollen. Der Wind, unser neuer Gegner. Wind, Wind, Wind. Ja, win, win. So, da ist er also, unser Regen. Tja, das Film hat nun ein Ende. Die schlechte Sicht durch den starken Regen, den starken Autoverkehr auf der B25 und die einsetzende Dämmerung verbunden mit Kälte mag meine GoPro nicht und gibt den Geist auf. Letzter Tankstopp. Wasser kommt von oben. Dann kommt Dinkelsbühl. Eigentlich eine dieser Städte, in denen man locker mal eine Stunde verlieren kann. Heute verlieren wir hier vor allem eins, unsere Körperwärme. Dinkelsbühl bei Regen. Tja, wir haben noch ungefähr 13 Kilometer. So runter. Hast du nicht hier? Ah ja. Markus und Tim sind trocken, wie man sieht. Alter, ist der nass. Ekelhaft. So. So, komm, wir sind alles ab jetzt. Durchgeweicht und durchgefroren erreichen wir unsere Unterkunft in Feuchtwangen. Gott sei Dank. Das Gasthaus Schöllmann. Gestern also der stärker einsetzende Regen und das nicht gefilmte Finale im Schneeregen. Heute wie ausgewechselt, die Sonne lacht. Da ist sie schon. Der zweite Tag hat begonnen. Und da ist sie schon, die Sonne. Die Sonne lacht uns entgegen aus Osten. Wir fahren jetzt von Feuchtwangen in Richtung Rothenburg ob der Tauber. Bequeme kleine Nebenstraßen, auf denen kaum Autos unterwegs sind. Dornbühl, ein kleines typisch fränkisches Dorf. Man sieht dieses abgebrannte Haus hier.
Wie man sieht, ist meine gewachsene Kette halbwegs sauber gelegen. Es geht jetzt weiter Richtung Rothenburg. Da. Wir hatten einen schönen Anstieg mit 8%. Vor uns sehen wir die hohe Talbrücke der A7. Immer noch schöner Sonnenschein, die Wolken wunderschön. Wir freuen uns, dass heute schöner ist als gestern. Ja, da geht's gleich weiter. Und Jungs, wie sieht aus? Sprengen wir das Ding hier weg? Halt. Einen Schluck nehmen. Oh. Wasser ist wichtig, Flüssigkeit. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Jetzt geht's hier weiter. Unter der Brücke durch, die nur zur Hälfte da ist. Nach der Schiebepassage wartet die eigentliche Arbeit auf uns. Die Schuhe und Glieds sauber machen und von dem Dreck befreien. So. Was tun wir denn da gerade hier? Gott, danke Baustelle, ey. Ja, die hätten noch wissen können, dass wir kommen hier. Deswegen ist noch Riesen rein. So, wir haben hier ein paar Glieds, die ziemlich zu verdreckt sind. Naja. Über die romantische Straße geht es für uns nun nach Rothenburg ob der Tauber. So, damit erreichen wir auch schon eines der Stadttore von Rothenburg ob der Tauber. Der allseits bekannte Touristenmagnet. Wir halten hier zum Touristenbeobachten und Kaffee mit zweitem Frühstück einnehmen an. Spontan planen wir die Route um, denn wir wollen nicht mehr Kilometer schrubben, sondern das Erlebnis steht im Mittelpunkt. Eine Routenupdate. Das heißt der Route. Das ist ein Routenupdate. Man Auf den sieht anderen den voll Radcomputer. integrierten Fahrradfahrer. Ich komme hinterher. Wir können. Hat's mich los, ich komme direkt hinterher jetzt. Ja. Genau. Pause dann, Essenspause dann, ab geht's. Die Sonne ist da. Aber es ist ein schöner Bach hier. Aber es ist wahrscheinlich nicht ein Tauber, es ist irgendwas so ein kleiner Bach. Auf dem Tauberradweg nehmen wir Speed auf. Bis zu dieser Zwangspause. Bei über 20% geht's nicht mehr. Wir müssen schieben. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann auf dem Bild. Aber das ist schon ziemlich heftig, der Anstieg. Pack up my bags, load up my bike, feel the wind as I hit the open drive. Nach dem Berg macht es endlich uns mal wieder richtig Bock. Dieses Bikers High hat uns wieder erreicht. Weite einsame Landschaft, fast ohne Autos, geiles Wetter
Kalt zwar, aber die Sonnenstrahlen zeigen Ende März schon ihre Kraft. Das ist es, was der Spaß am Radfahren ausmacht. Freiheit, Landschaftserlebnis und Abenteuer. So, wir sind hier jetzt von Niederfelden nach Oberfelden gefahren. Anstieg. Oh, ich werde gefilmt. Jetzt haben wir das meiste des Aufstiegs schon geschafft. So langsam kommen wir unserem nächsten Kaffeestopp näher. Weit ist es nicht mehr. Bis Feuchtwangen wahrscheinlich so 20 bis 25 Kilometer. Ah, hier, Bosch Tierfutter, das kennen wir ja. Auch wenn wir hier kein Bikepacking machen, trotzdem ist diese Tour die richtige Alternative gewesen, für die wir uns entschieden haben. Die Regenjacke brauchen wir heute nicht mehr. Die Überzieher konnten im Auto bleiben. Es ist hügelig und streckenweise auch mal anstrengend, ja. Egal, das Wetter ist mit uns heute. Auf solchen Radtouren lernt man die Natur und das Land kennen, entschleunigt und denkt darüber nach, was das Leben ausmacht. So, nach einer kleinen Regelpause geht es jetzt weiter. Das letzte Stück nach Feuchtwangen. Ein paar Gänse hier. Ein verschlafenes fränkisches Dorf. Wobei, ich glaube, wir sind gerade in Baden-Württemberg. Alles geschlossen hier. Nichts hat offen und die anderen, keine Ahnung, wo die sind. Aber ich fahre jetzt weiter. So, langsam neigt sich die Tour dem Ende zu. Und wir haben es nicht mehr so weit bis Feuchtwangen. Ja, aus den Pausen alle 5 Kilometer wurde nichts. Aus dem Kaffeestopp auch nicht. Also müssen wir schauen, dass wir jetzt irgendwie zügig zum Ziel kommen und dort was einnehmen. Ja, eine schöne 2-Tagestour mit Wetterextremen geht bald zu Ende. Wir sind auch inzwischen wieder in Bayern. Und ja. Welch schöne Ecken auch unser Land einem zu bieten hat. Geht raus, lasst euch mitreißen. Jeder kann das, jeder kann sich das Rad schnappen und auch wenn es nur die Umgebung ist, das Land neu entdecken. Der Tim, ich habe keine Chance gegen ihn, die Berge auch. Der Berg auch? Der Tim zeigt Langzeitausdauer berghoch hier. Bergesel. Der Tim ist Bergziege. Thomas ist Bergsprinter, Tim ist der Bergesel. Wenn ich kann den ganzen Tag IA machen. Halt Dummblock. Schöner Blick Ich bin hier. also der Feldhase. Ich sehe dann den Berg und denke mir so, ich will ihn ganz schnell hinter mir haben. So, das war's. Wir sind in Feuchtwangen. Vielen Dank fürs Zuschauen.